Hallo zusammen. Komoot hat ja diese Woche bekannt gegeben, dass es eine Integration in ChatGPT gibt. Besser gesagt, es gibt eine Komoot-App innerhalb von ChatGPT. Großer Vorteil ist vor allem hier, dass du hier mit einer natürlichen Sprache Routen suchen kannst. Komoot verfügt ja über eine sehr große Datenbank von erstellten Routen. Auf diese wird dann zurückgegriffen und du kannst hier ohne große Filter hier direkt nach deinen Ansprüchen hier Routen suchen. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie das Ganze hier mit ChatGPT funktioniert, was die Voraussetzungen sind und möchte mit euch auch zusammen testen, was da für Routen herauskommen. Ich selber habe das noch nicht gemacht, bin auch schon aufs Ergebnis gespannt. Ja, ich habe jetzt hier ChatGPT geöffnet und wir können auch sehen, links unten, es handelt sich hier um ein kostenloses Konto. Das heißt also, ich habe hier auch kein Plus-Abo. Das könnt ihr nämlich auch in der kostenlosen Variante nutzen. Jetzt aber nicht so, dass ihr jetzt einfach hier irgendwelche Fragen stellen könnt. Ihr müsst dafür erstmal eine App verbinden, damit ChatGPT auch weiß, dass er bei Komoot suchen soll. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Ihr geht hier auf das Plus und hier gibt es ja viele Möglichkeiten, was durchzuführen. Und wenn ihr jetzt hier runter scrollt auf Mehr, dann gehen hier weitere Fenster auf und dann sehen wir unten auch schon Apps erkunden. Und hier könnt ihr dann diverse Apps verbinden. Dann geht hier auch ein eigenes Fenster auf. Wir können hier alle Apps hier sehen, die hier angeworben werden. Wir können jetzt rechts oben aber einfach mal Komoot eingeben. Dann wird es auch schon direkt hier vorgestellt. Dann geht ihr auf Komoot drauf, klickt es an. Dann bekommt ihr so eine kleine Info, was das Ganze hier ist, was es bedeutet. Und wir sehen es auch, ist momentan Version 1.0.0. Das heißt also jetzt ganz neu und ganz frisch. Und jetzt geht ihr einfach rechts oben auf das Verbinden. Und dann geht hier so ein Fenster auf. Und ich möchte auch noch Erinnerungen vom Chat nutzen. Das heißt also, wenn du das anhakst, wird es auch mitgenutzt. Und dann gehen wir jetzt einfach hier noch auf Verbinden. Und dann ist das auch schon direkt hier verbunden, beziehungsweise kann dann für den Chat verwendet werden. Du hast jetzt rechts oben die Möglichkeit, auch direkt den Chat zu beginnen. Im Regelfall öffnet ihr ja ChatGPT und habt dann einen neuen Chat. Das habe ich jetzt einfach auch nochmal gemacht. Sehen wir jetzt auch hier, sag mir, was du, wenn du soweit bist. Und wenn du jetzt hier Add Komoot eingibst, wird dann auch schon die App angeboten. Die kannst du jetzt auswählen. Dann greift ChatGPT auf Komoot zurück und kann zum Beispiel sagen, zeig mir alle Sehenswürdigkeiten um Innsbruck. So, ich habe sogar jetzt einen Tippfehler drin. Das wird trotzdem funktionieren. Das sehen wir auch schon hier. Komoot wird hier aufgerufen bzw. wird gesucht. Und da bekommen wir schon mal alle interessanten Punkte rund um Innsbruck angezeigt. Ihr habt jetzt einmal die Möglichkeit, hier unten durch die Punkte durchzuscrollen. Dann springt es auch in der Karte. Du hast aber auch die Option, hier die Karte zu vergrößern. Dann bekommt ihr das nochmal schöner größer angezeigt. Wir gehen jetzt einfach mal hier zum goldenen Dachel. Dann bekommen wir das auch hier schön angezeigt. Sehen wir hier auch nochmal die Karte. Und dabei habt ihr dann die Möglichkeit, rechts oben zu sagen, in Komoot öffnen. Oder du kannst auch sagen, okay, see Routes hier. Dann könnt ihr das hier auswählen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe Deutsch ausgewählt als ChatGPT, aber nichtsdestotrotz sind leider manche Sachen hier auf Englisch. Aber wir können ja auf jeden Fall sagen, okay, wir möchten die Routen sehen. Und dann springt hier ChatGPT automatisch auf euer Komoot-Konto bzw. auf die Webseite mit eurem Komoot-Konto. Und dann könnt ihr euch das hier nochmal detaillierter anschauen, beziehungsweise bekommt jetzt auch hier Routen angezeigt. Aber wie gesagt, ich habe jetzt hier angegeben, zeigt mir bitte Sehenswürdigkeiten und entsprechend war dann hier das Ergebnis. Das aber bei weitem noch nicht alles. Du kannst natürlich dann auch Touren suchen. Das heißt also, sowohl die Länge der Tour als auch die Höhenmeter bzw. die Region kannst du dann angeben. Alles hier im ganz natürlichen Text, um dann hier Routen zu suchen. Und dafür gehen wir jetzt einfach nochmal zurück zu ChatGPT. Wir werden einfach hier den Text weiterführen. Links oben gibt es ein X, dann wird es hier verkleinert. Und jetzt habe ich einfach mal kurz mir schon ein paar Texte vorbereitet. Hier habe ich jetzt einen Prompt. Ich suche eine kindgerechte Wanderroute in der Nähe von Schlappning, gerne auch ab Bergstation mit einer Maximallänge von 8 Kilometer, wenn möglich mit einer Hütte fürs Mittagessen. Da machen wir jetzt dann nämlich demnächst Urlaub und dann wählen wir es einfach mal aus und dann schauen wir einfach mal, was dann hier gesucht wird. Und wir können auch sehen, das baut aufeinander auf. Das heißt also, ich habe jetzt hier oben kein Add Komoot mehr eingegeben. Und auch hier habt ihr natürlich die Möglichkeit, wieder durch die verschiedenen Touren durchzuscrollen. Und auch da bekommt ihr natürlich wieder das Ergebnis wie gerade eben. Einziger Nachteil, hier wird momentan noch alles in Meilen und Feet angegeben. Also Höhenmeter hatte ich jetzt noch nicht gesehen, habe jetzt auch nichts gefunden, wo ich es umstellen kann. Wie gesagt, es steht alles auf Deutsch. Aber nichtsdestotrotz für eine 1.0 Version habt ihr auf jeden Fall hier schon mal eine Möglichkeit, das auszusuchen. Ihr bekommt dann auch angezeigt die Länge der Tour. Unten gibt es auch hier wieder einen kleinen Text, ideal für Kinder. Und wir können jetzt einfach mal eine auswählen. Nehmen wir jetzt einfach mal, gucken mal durch, was es hier alles gibt.
Nehmen wir jetzt einfach einen Blick auf Ramsau und Dachstein. Da gehen wir jetzt drauf und auch hier bekommen dann die Tour schön angezeigt. Und ja, es ist vielleicht jetzt nicht so ganz, was ich jetzt machen würde. Das müssten wir jetzt nochmal im Detail anschauen. Aber was wir links auch sehen können, ist, dass wir alle 10 Routen auch hier nochmal aufgelistet bekommen. Und dann können wir einfach hier die nochmal auswählen. Die sieht doch schon etwas schöner aus. Und auch hier hast du dann die Möglichkeit, auf View More Details zu gehen. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf und dann wird auch automatisch hier schon die Komoot-Seite geöffnet. Also wir sind jetzt hier direkt auf Komoot, sind auch hier mit meinem Konto da oben angemeldet. Hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, natürlich die Tour für euch zu speichern. Ihr könnt die Tour anpassen bzw. bearbeiten und ihr könnt auch die GPX-Datei herunterladen. Und wenn du ein Weltpaket hast bzw. ein Premium-Konto, kannst du dich natürlich dann auch mit einer Garmin-Uhr zum Beispiel navigieren lassen, mit einer Apple Watch, mit der neuen Komoot-App. Das ist dann auf jeden Fall auch möglich, also alles, wie ihr es auch schon gewohnt seid, wenn ihr diese Touren direkt auf Komoot selber suchen würdet. Jetzt hatten wir ja nach Wanderung gesucht. Ich würde sagen, wir werfen mal einen kurzen Blick auf zum Beispiel Mountainbike-Strecken. Da habe ich jetzt einfach mal eine Anfrage schon vorbereitet. Nehmen wir jetzt einfach mal hier den Text. Ich habe jetzt hier geschrieben, ich suche ab Schloss Neuschwanstein eine Mountainbike-Tour über Schloss Neuschwanstein, wenn möglich mit Alpsee und Ausblick auf die Zugspitze. Maximale Länge der Tour sollte 70 Kilometer sein und schöne Ausblicke bieten. Gehen wir einfach jetzt mal auf die Suche und dann sehen wir jetzt auch gleich wieder, dass hier in Komoot gesucht wird. Und dann ist auch schon das Komoot-Fenster offen, beziehungsweise wir bekommen jetzt auch gleich die Ergebnisse angezeigt. Und dann sehen wir auch hier schon eine Tour rund um Schloss Neuschwanstein, beziehungsweise, wenn wir uns das mal genauer anschauen, ist es, glaube ich, nicht hier an Schloss Neuschwanstein. Das ist nämlich hier unten. Das hat leider jetzt nicht so ganz funktioniert. Wir sehen hier, Startpunkt ist dann hier ab dem See, dem großen Stausee. Ihr könnt einfach mal gucken, was es dann noch angeboten wird. Hier haben wir jetzt hier 2 Ergebnisse. Sagen wir einfach nochmal, vielleicht ist die Strecke zu lang oder zu kurz. Länge sind 100 Kilometer. Und da wird auf jeden Fall die Tour schon mal angepasst. Das heißt also, wir bekommen hier schon mal eine angepasste Tour, die auch Richtung Schloss Neuschwanstein geht. Aber zumindest habt ihr so mal eine kleine Orientierung. Und was ihr auch sehen könnt, ist, wir haben hier eine maximale Anzahl an Anfragen. Das heißt also, in kostenlosen Variante könnt ihr das jetzt nicht unendlich nutzen. Es ist auf jeden Fall hier beschränkt und wir sagen jetzt hier, möchten wir jetzt nicht haben, beziehungsweise möchten jetzt nicht upgraden. Und nun habt ihr auch die Möglichkeit zu sagen, okay, die Tour, die wir jetzt hier haben, die nehmen wir jetzt aus. Und auch hier könnt ihr sagen auf View More Details und dann bekommt ihr natürlich auch hier die Route nochmal direkt angezeigt und könnt diese dann auch nochmal anpassen. Könnt einfach mal hier auf Tour bearbeiten gehen. Dann landen wir direkt jetzt in dieser Tour und sehen wir auch hier schon den Überblick. Und so habt ihr auch die Option zu sagen, okay, die Mountainbike-Tour möchte ich nochmal anpassen, beziehungsweise Schloss Neuschwanstein hinaus. Und wir können auch links sehen, dass es sich hier um eine Mountainbike-Tour handelt. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anhaltspunkt, um hier Touren zu finden. Momentan ist der einfach gestaltet, wirklich aus der Distanz, aus der Region und welche Aktivität du machen möchtest. Aber es ist auf jeden Fall schon mal einfacher, als hier mit den ganzen Filtern zu arbeiten. Vor allem, wenn du eine kleine Inspiration haben möchtest, gerade mit Sehenswürdigkeiten, ist es auf jeden Fall eine Option. Du kannst mir auch gerne in den Kommentar schreiben, was du von der neuen Komoot-Integration hältst. Würdest du das nutzen oder nutzt du lieber den Filter, um Touren zu suchen? Oder nutzt du die Tourensuche überhaupt und planst lieber selber die Routen? Schreib es mal gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf einen regen Austausch. Wenn du noch mehr zum Thema Komoot wissen möchtest, ich habe auch eine Playlist rund um Komoot, da habe ich noch weiteres vorgestellt. Beziehungsweise wenn du mehr zu Sportuhren wissen willst, ich habe auch eine Playlist rund um die Sportuhren, die ich schon hier auf dem Kanal getestet habe. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall auch gerne einen Daumen hoch da. Das freut mich, den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für die Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.